Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier in der Akademie des Jüdischen Museums in Berlin und auch im Livestream. Ich freue mich sehr, Sie heute alle hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Offer Waldmann. Ich bin kurzfristig eingesprungen für Daniel Schönpflug, der leider verhindert ist. Ich freue mich natürlich sehr, meine Mitdiskutantinnen und Diskutanten heute begrüßen zu dürfen. Aviva Ronnefeld, Akiva Weingarten, Sonja Siemenhauer und Elad Lapidot. Wir haben heute die dritte Chavruta, den dritten Abend der Chavruta-Reihe als Begleitprogramm der Ausstellung Zerheilt von Frederik Brenner, der heute Abend ebenfalls unter uns ist. I'm very happy you're here, Frederik, honoring us. Und wir werden heute unter dem Titel Heimat und Diaspora diskutieren. Es wurde ein Reader geschickt, ich glaube, es gab auch einige Kopien hier. Der erste Text in diesem Reader ist die Fabel von der Ziege von Shmuel Yosef Agnon. Es ist eine wundersame Ziege, die eine Höhle entdeckt, die vom elenden Polen direkt ins Heilige Land, ins paradiesische Heilige Land führt. Dieser Ziege gelingt also ein Wunder, die Überwindung der Distanz zwischen Diaspora und Heimat, die Löschung dieser Distanz. Bei den anderen zwei Protagonisten dieser Geschichte ist es nicht klar, was ist Heimat, was ist Diaspora, also bei dem jüdischen Vater und seinem Sohn, der es dann nach Israel ins Heilige Land schafft. Wir wollen heute diese Ziege ein bisschen stören, beziehungsweise wir wollen sie kurz betrachten, wir wollen sie ausfragen. Wir wollen fragen, was ist die Verbindung zwischen Heimat und Diaspora, was trennt diese beiden Begriffe? Heimat und Diaspora sind natürlich ohne einander überhaupt nicht zu denken. Detlef Clausen, ebenfalls in dem Reader, der uns allen vorliegt, sagt, Heimat ist ein Verlustbegriff. Heimat braucht also Fremdheit, um begriffen zu werden. Er sagt auch weiter, und ich zitiere, Heimat taucht als Begriff nur dann auf, wenn Heimat verschwunden ist. Heimat wird also fremd in dem Moment, in dem wir die Heimat betrachten, auf die Heimat schauen. Das erinnert ein bisschen an den Text von Pierre Nora, mit dem wir eigentlich die Chavruta-Reihe eröffnet haben vor einigen Monaten. Pierre Nora, der sagt, das heißt den Zweifel in die Brust setzen, die Schneide der Kritik, also die Betrachtung, in diesem Fall auch die Betrachtung der Heimat, die Schneide der Kritik zwischen den Baum des Gedächtnisses und die Rinde der Geschichte. Heimat und Diaspora stellen auch den Rahmen her, in dem die letzten zwei Chavrutas, diese Treffen stattgefunden haben, unter den Titeln Ort und Gedächtnis und Anderssein. Und natürlich das bekannteste Projekt von Frederik, oder das möglicherweise bekannteste Projekt von Frederik Brenner, trägt den Titel Diaspora Homelands in Exile. Wie reflektiert die Ausstellung Zerheilt, von der diese Chavruta das Begleitprogramm ist, das Verhältnis von Heimat und Diaspora? Benjamin Reich, der Fotograf, der bei der letzten Chavruta dabei war, mitdiskutiert hat, hat er gesagt, für mich als Fotograf ist die Kamera die Heimat. Die Kamera ist aber natürlich gleichzeitig ein Mittel der Betrachtung, ein Mittel der Distanzschaffung. Die Kamera entfremdet die Heimat. Ist aber tatsächlich Diaspora nur als Pendant zur Heimat zu verstehen, zu begreifen? Bedeutet Diaspora überhaupt Fremdheit? Detlef Clausen schreibt weiter, die Schlüsselerfahrung des 20. Jahrhunderts sei die Heimatlosigkeit. Dass dies in einem jüdischen Kontext steht, das zu einer universellen Erfahrung geworden ist, ist natürlich klar. Joris Letzkin nannte das 20. Jahrhundert generell ein jüdisches Jahrhundert, eben aus diesem Grund. Aber was passiert, wenn der Heimatlose an die Tür klopft? Flusser, ebenfalls in diesem Reader vorhanden, schreibt, und ich zitiere, jeder Heimatlose ist in diesem Sinn zumindest potenziell das wache Bewusstsein aller Beheimateten und ein Vorbote der Zukunft. Und so meine ich, also Flusser, wir Migranten, na gut, also vielleicht auch ich ein bisschen, wir Migranten haben diese Funktion als Beruf und Berufung auf uns zu nehmen. Ein politischer Auftrag also. Den allen anderen auferlegt ist, also auch den anderen, die aus der Gesellschaft entstammen, wie wir in dem Text von Sascha Marina Salzmann sehen. Die anderen, jüdisch, migrantisch, queer, non-binär. Und sie schreibt in einem wunderschönen letzten Satz ihres Textes, diese anderen, die sind die wahre Alternative für Deutschland. Und so kehren wir zu der Ziege von Agnon zurück. Welchen politischen Auftrag hat diese Ziege, die Verbindung zwischen Diaspora
und Heimat? Was geht verloren, wenn wie in der Fabel die Ziege abgeschlachtet wird? Wenn die Möglichkeit, diese Distanz zwischen Heimat und Diaspora zu überwinden, unmöglich gemacht wird? Oder vielleicht müssen wir gerade diese zwei Begriffe überwinden, Heimat und Diaspora. Wir müssen uns also von den Ziegen verabschieden. Das werden wir alles sehen. Diesen Fragen gehen wir heute in unserer dritten Chevruta nach. Wir werden das so haben, wir werden die Porträts der Protagonistinnen und Protagonisten unseres Gesprächs sehen, hier an der Leinwand. Wie Sie sicherlich gemerkt haben, hier ist auch ein leerer Stuhl mit einem Mikrofon. Er gilt als eine Verkörperung, eine Einladung an Sie alle, sich an unserer Diskussion zu beteiligen, Fragen zu stellen. Also fühlen Sie sich frei, einfach nach vorne, natürlich leider mit Maske zu kommen. Bevor wir in die Diskussion eintauchen, würde ich natürlich gerne unsere Mitdiskutantinnen und Diskutanten vorstellen. Ich fange mit dir, Elad, an. Elad Lapidot, geboren 1976 in Jerusalem, ist Professor an der Fakultät für Sprachen, Kulturen und Gesellschaften an der Universität Lille. Er unterrichtet zudem an den Universitäten Bern, Humboldt-Universität und an der Freien Universität Berlin. Er forscht zur politischen Epistemologie in zeitgenössischer Philosophie und in der talmudischen Denktradition. Sein letztes, sehr frisches Buch, höchst empfohlen, Anti-Antisemitismus, eine philosophische Kritik, ist, wie gesagt, dieses Jahr erschienen. Aviva Ronnenfeld, 1957 in Salzburg geboren, studierte in Italien und schloss mit einer Promotion in Politikwissenschaft ab. Ihre Tätigkeitsfelder sind breit gefächert, reichen von politischem Engagement über Kultur- und Medienmanagement, Herausgeberschaft von Büchern und Zeitschriften bis hin zu ihrer eigenen künstlerischen Tätigkeit als Dichterin und Malerin. Sie lebt seit 1998 in Berlin und konnte ihre Werke in zahlreichen, auch internationalen Soloausstellungen dem Publikum zeigen. Akiva Weingarten wurde 1984 in New York geboren und wuchs dort in einer chassidischen Gemeinschaft auf. Er lernte dort in 4 Yeshivas, Yeshivot, und mit 17 wurde er zum Rabbiner ordiniert. Mit 18 ist er nach Israel gezogen und lebte dort 10 Jahre in der ultraorthodoxen Gemeinschaft von Bnei Brak. Mit Ende 20 verließ Rebbe Weingarten das Land Israel und somit die ultraorthodoxe Gemeinschaft und ging nach Deutschland, um an der FU und der Uni Potsdam jüdische Studien zu studieren. Heute ist er Rabbiner in der liberalen Gemeinde Migwan in Basel und an der jüdischen Kultusgemeinde in Dresden. Darüber hinaus gründete er im Jahre 2020 den Bet Yeshiva Dresden e.V., mit welchem er ultraorthodoxen Aussteigerinnen hilft, in der nicht-orthodoxen Welt Fuß zu fassen. Eine wichtige Aufgabe. Sein Buch Ultraorthodox, Mein Weg, erscheint im März. Alles Gute dafür. Danke. Und zu allerletzt, mit größter Freude, Sonja Siebenhauer, hier zu meinem Linken, wurde in den USA geboren und wuchs in Paris auf. Nach ihrem Studium begann sie eine Laufbahn als Konzertagentin, zunächst in Hannover, dann mit ihrer eigenen, sehr bekannten Agentur in Hamburg. Sie vertrat einige der bedeutendsten Ensembles wie das Altenberg-Quartett, das Artemis-Quartett und Solokünstler wie Gideon Kremer, Isabelle Faust oder Andreas Steyer. Sie hat eine Lehrtätigkeit an verschiedenen Hochschulen quer durch die Bundesrepublik, aber dann, 2008, hat sie auch ein jüdisches Café in Hamburger Grindelviertel eröffnet. 2009 übersiedelte Sonja Siebenhauer hierher mit ihrem Impresariat nach Berlin. Kurz zuvor war ihr wunderbares, ebenfalls sehr empfehlenswertes Buch erschienen unter dem Titel Muss es sein. Ich würde als vielleicht eine erste Frage an die Runde und bitte um erstmal so kurzes Antworten. Gibt es eigentlich für euch, für Sie einen Ort in dieser Welt, den ihr als Heimat bezeichnen würdet? Ich soll was sagen. Du sollst was sagen, Elad. Bitte schön. Haifa. Haifa. Beziehungsweise Haifa, wo ich groß geworden bin. Das heißt ein Ort, der nicht mehr da ist. Also das wäre sozusagen ein Ort, also der Kindheitsort, was vielleicht mit auch der Kategorie für Heimat auf Hebräisch verbunden ist, Moledet, also Geburtsort. Also ein Ort, wo es noch keine Frage gibt von Ort und Heimat und Diaspora. Also etwas, das eigentlich nicht mehr existiert, aber
wohin ich immer wieder gehe, wenn ich in Israel bin. Nicht mehr existiert, das heißt, das ist ein Geburtsort, aber auch eine Geburtszeit sozusagen. Das ist auch eine chronologische Bezeichnung. Ja, also gut, in dem Sinne gab es diese Ort nie, nur für mich, aber auch in sehr konkreten Sinne. Es hat sich geändert, alles ist nicht mehr da, was ich früher kannte. Aber es gibt einen sehr bestimmten Ort in Haifa, nicht Haifa, natürlich nicht die Stadt Haifa, sondern eine bestimmte kleine Viertel in Haifa, Karmelia. Karmelia. Für die Haifianer unter uns. Sonja, gibt es für dich einen Ort oder eine Zeit? Muss es ein Ort sein? Ja, eben nicht. Okay. Nein, es gibt keinen Ort, weil ich bin in eine Familie geboren, wo die Menschen ihre Heimat verloren hatten. Also die einen Ort nachgeweint haben. Mein Vater hat Hamburg nachgeweint und sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, immer zu behaupten, dass da, wo wir waren, seine neue Heimat war. Aber in Französisch, was meine Muttersprache ist, gibt es das Wort sowieso gar nicht. Und insofern ist es ein Begriff, der für mich nicht unbedingt so wichtig ist. Für mich ist Zuhause oder Heimat, wenn ich das so sagen muss, da, wo ich die Menschen liebe, wo ich Vertrauen habe. Und spielt da die Musik eine Rolle eigentlich in diesem, sozusagen in diesem Heimatbegriff für dich? Die Musik ja, aber nicht nicht so konkret. Also es ist das, was ich kenne, es ist das, womit ich mein ganzes Leben verbracht habe. Insofern ist es nicht wegzudenken, aber vielleicht doch ein bisschen. Akiva, Heimat, Moledet? Ich würde sagen, eine Synagoge oder eine Bet Midrash. Überall. Also ich besitze zwar 2 Pässe, amerikanische und europäische, aber ich sehe einen Reisepass eher als ein Dokument, was uns über die Grenze bringt. Und ich kann nicht sagen, dass ich mich amerikanisch fühle oder ungarisch. Meine Großeltern kamen aus Ungarn. Als sie über Heim gesprochen haben, meinten sie Ungarn. Bei uns zu Hause, der Heim war Ungarn. Und wir wohnten in New York. Und 3-mal im Tag beten wir, wir beten um Rückkehr in Zion. Das heißt, wir haben nicht wirklich ein geografisches Ort oder Land oder Stadt, wo wir sagen können, das ist unsere Heimat, hier wohnen wir. Ja, ich kenne Leute hier in Deutschland, deren Familien 600 Jahre hier sind und wohnen im gleichen Haus. Und die sind Deutsche, ja. Aber das haben wir nicht. Also meine Großeltern waren in Ungarn und mein Urgroßvater war in Tschechien, und glaubten, dass sie ursprünglich aus Israel oder Jerusalem kamen. Das heißt, ich glaube nicht, dass Juden generell, aber uns insbesondere, dass wir ein Land haben, wo wir sagen können, hier wohnen wir, das ist unsere Heimat. Aber in Synagogen fühle ich mich wohl, generell. Wenn ich an eine Synagoge ankomme, irgendwo auf der Welt, dann sage ich, hier fühle ich mich zu Hause. Ich würde die Frage verneinen. Es gibt keinen Begriff von Heimat. Ich bin in Salzburg geboren. Und wenn man in Österreich geboren ist, gibt es dort auch großartigerweise die Anti-Heimat-Literatur. Das ist klar bei der Geschichte des Landes, die ab den 60er Jahren dann doch irgendwie viele Autoren versammelt hat. Robert Menasse hat darüber sehr viel geschrieben. Ich hatte nie ein Gefühl von Heimat, hat auch mit meiner Biografie zu tun.
nicht so kompliziert wie bei Akiva und auch nicht jüdisch, aber dennoch war meine Großmutter ist geboren in Budapest und die andere Urgroßmutter in Chicago und der Urgroßvater in St. Petersburg und mein Großvater in Triest. Also es hatte einfach zu tun mit einer anderen Zeit und ich habe Heimat als Begriff nicht besonders gern und habe sehr lang nachgedacht über das, was Benjamin Reich gesagt hat mit der Kamera. Ich bin Malerin, meine Pinsel sind nicht meine Heimat. Und ich denke, meine Bücher sind meine Heimat. Deine Bücher, die du liest oder die du schreibst? Ich schreibe keine Bücher, noch nicht. Die Romane werden geschrieben werden. Es war ein bisschen zu viel, diese Ankündigung. Aber meine Bücher sind meine Heimat. Und natürlich, wie Sonja sagt, meine Menschen, meine Wahlfamilie. D'accord. Liebes Publikum, Sie haben gesehen, währenddessen wurden Bilder hier gezeigt, weil tatsächlich die 4 Protagonisten, ich eigentlich auch, wurden von Frédéric in dieser Ausstellung zerheilt quasi porträtiert. Ich würde jetzt etwas tiefer eindringen und ich fange mit dir an, lieber Elad. Bei deinem Bild, ob wir kurz das Bild von Elad sehen können, genau. Also eigentlich Elad gehört zu denen, die zweimal porträtiert sind eigentlich bei Zerheilt. Es gibt das Einladungsbild von dieser Gruppe ist eigentlich die Talmud-Klasse von Elad aus dem Salma Stern Institut hier in Berlin. Aber in diesem Bild sehen wir dich in deinem Arbeitszimmer. Wir sehen dich nicht frontal, wir sehen dich von hinten. Der Blick aus dem Fenster, du verschwindest ein wenig in dem Licht, also der Blick abgewandt vom Betrachter. Wie ist das Bild eigentlich entstanden? Wer hat sich eigentlich entschieden, dass wir dich so sehen oder nicht sehen eigentlich? Wer hat wohl entschieden? Der Künstler, der Autor. Ja, ganz eindeutig hat Frédéric das entschieden. I didn't decide this photo. Das Foto hat sich für Frédéric entschieden. So ist es. Auf jeden Fall war ich es nicht. Vielleicht Frédéric auch nicht, aber ich auch nicht. Also gut, Frédéric hat mich gefragt, also er wollte schon einen Ort. Es gab eine Frage, wo soll, das war die Frage, wo, also es war eine Frage von Ort, wo soll es stattfinden, wo soll es geschehen. Und es sollte ein Ort sein, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne bin oder wo ich, und ich habe ein bisschen überlegt und da war es irgendwie klar, ich bin sehr wohl bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer und in diesem Wohnzimmer auch eine bestimmte Ecke, eben wo ich arbeite. Genau, und dann war das ziemlich einfach. Und dann kam Frédéric und dann setzte sich hin mit der Kamera, hat sich ein bisschen natürlich so gestellt und dann habe ich gearbeitet und habe mich einfach beim Arbeiten beobachtet, Fotos gemacht, aber ganz leise, also ich konnte auch nicht wissen, wann. Und dann habe ich verschiedene Sachen, dass man bei Arbeit macht. Ich habe geschrieben und ein bisschen gelesen und ein bisschen vor mir hingeschaut. Und von 80 Fotos, ich denke 79 waren von Gesicht, irgendwelche Gesicht, Profil oder in irgendwelche Richtung schauend. Und ein Foto, ein oder zwei Fotos waren eben dieser Moment, wo ich einfach aus irgendwelchem Grund aufstand und zum Fenster ging. Und dieses Foto hatte ich entschieden für Frédéric, dass es mein Porträt sein soll. Ich hatte nichts dagegen. Ich hatte auch nichts Besonderes dafür. Ich konnte auch gut mit anderen Porträts von vorne, von Gesicht leben. Wenn ich darüber aber natürlich nachdenke, ich kann die Ästhetik auch nachvollziehen und verstehen,
warum fiel die Entscheidung auf dieses Porträt? Also diese Verschwinden in Licht hat natürlich etwas interessant. Und das ist eigentlich ein Moment von Denken. Also beim Arbeiten, ich mache viel. Man kann sagen, ich denke, aber natürlich, man schreibt, man liest. Und es gibt aber einen Moment, wo ich genau, wortwörtlich, körperlich denke. Und ich mache es kommt vor, dass ich das einfach beim Arbeiten aufstehe und dann zum Fenster gehe. Ich schaue nicht rein im Raum, sondern ich schaue draußen. Ich weiß nicht, warum ich das so mache, aber das ist ein Faktum. So denke ich. Ich schaue raus aus dem Fenster, nicht auf meine Bücher, nicht auf meine Computer, sondern einfach draußen. Und das hat Frédéric wahrscheinlich irgendwie erkannt. Aviva hat, als sie dieses Foto gesehen hat, eine Ähnlichkeit erkannt mit dem, würde ich sagen, sehr berühmten Bild von Caspar David Friedrich entdeckt. Also der Wanderer über dem Nebenmeer, genau, da haben wir den. Wo siehst du hier eine Ähnlichkeit? Aviva sowieso? Überall. Ja, Also ich bin ganz gegen die Position, die auch El-Ad in seinem sehr schönen Essay geschrieben hat, wo er sich selbst sieht als Verschwindender im Licht der Fotografie. Ich sehe das natürlich ganz anders, weil auch hier eben, gut, Frédéric hat diese Figur des Denkers, des Nachsinnierenden, der einfach wartet, bis der Nebel sich lichtet, ein bisschen auf die Seite geschoben. Können wir noch mal das andere Bild sehen? Also El-Ad, okay. Gut, das Fenster ist ein ganz wichtiges Motiv in der Malerei, natürlich der Romantik. Wir haben hier mehr Interieur und beim Wanderer im Nebel Exterieur, gut, aber eigentlich ist alles im Dunkelbereich davor und wir haben diese Art von Erleuchtung, und zwar bei El-Ad zweifach. Sozusagen, wir haben das Licht, die Rückenfigur, haben wir ein Licht draußen von El-Ad, das Bild bitte nochmal, wir kennen diesen Caspar David Friedrich im Begriff der Romantik, der deutschen Romantik, und wir haben hier sozusagen das Licht vom Fenster, aber wir haben noch dazu eine geniale Geschichte, eine Lampe, die praktisch das Rückgrat von ihm nochmal, also die eigene Erleuchtung, das ist wie irgendwie da oben noch so eine Aura und wir haben die Rückenfigur, wo der Betrachter, die Betrachterin, wie auch bei Caspar David Friedrich, sich hineinbeamt in diese Figur. Wir denken, wir sind die Figur, wir sehen das. Wir sehen zwar nicht als Seher das, was der Seher sieht, aber wir können uns identifizieren mit dem Inneren. Das ist genial und ja, die deutsche Romantik, El-Ad Lapidot. Typisch Frédéric Brenner. Und ist es in deiner Wohnung, weil tatsächlich, es gibt ja auch sehr viel Leere in diesem Bild, also das leere Sofa, Kaffee ist auch ein interessanter Hinweis. Wohnung als Begriff war auch in dem Rieder natürlich, hier steht es, meine Wohnung, dieses Netz von Gewohnheiten, dient dem Auffangen von Abenteuern und dient als Sprungbrett in Abenteuer, schreibt Flusser. Du bist vor langer Zeit aus Israel nach Deutschland gekommen. Ist das für dich, trotz der Leerstellen in diesem Bild, in deiner Wohnung, bist du hier, hast du hier ein Stück Heimat gefunden oder hast du nach Diaspora gesucht? Also ich würde nicht von Heimat sprechen. Also ich spreche normalerweise auch nicht von Heimat. Du hast mich vorher gefragt. Ich habe Haifa gesagt, aber es ist nicht, dass ich mit dieser Gedanke. Also ich denke, es gibt auch Unterschiede zwischen Zuhause und Heimat. Vielleicht Heimat ist, wo man zugehörig irgendwie fühlt, auch ohne zu Hause zu sein. Also wenn ich nach Haifa gehe, auch ich habe kein Zuhause mehr dort, aber ich fühle mich irgendwie verbunden. Und Zuhause ist etwas anderes. Zuhause ist man kann das metaphorisch vielleicht sagen, als Heimat, aber
Es ist mehr tatsächlich, ich fand diesen Text von Fuß sehr gut, mit dieser Wohnung und Gewohnung, Gewohnheiten. Stimmt, es ist eine bestimmte kleine Welt, dass man für sich kreiert, wo man irgendwie gehört, man muss nicht nachdenken, alles ist ein bisschen selbst im Raum. Und auch dieses Zitat ist gut, was du gerade gelesen hast, als Sprungbrett zu Abenteuer. Also, dass man, um eben auszuwandern oder in Abenteuer zu leben, also eben irgendwie nicht beheimatet, braucht man doch Sprungbrett, braucht man doch einen Ort, wo man zu Hause sein kann. Und ich denke, es ist auch ohne das geplant zu haben. Das stimmt. Ich hatte nie in meinem Leben so eine Wohnung, wo ich so lange bewohnt habe, wie jetzt in Berlin, wo es sozusagen ist für mich als am fernsten ist von Heimat zu sein. Es ist mein zweites Exil. Ich war sozusagen erstmal in Paris und dann aus Paris nach Berlin. Das ist also ja, das ist tatsächlich eine Art, zu Hause in nicht zu Hause zu sein. Und dieser Café da ist zufällig? Ist es ein Hinweis, eine Reminiszenz, Dieser Café ist in dem Sinne zufällig, dass ein Fakt, das ist da, es ist kein Statement, es ist keine Aussage. Es wurde nicht weder von Frédéric jetzt an diesem Moment noch von mir irgendwann extra gestellt als eine, ich denke, ich habe das benutzt als Tischtuch und dann irgendwann habe ich das, also ich habe diese Café tatsächlich seit lange und erst durch diese Bild überhaupt habe ich wahrgenommen, dass es da ist. Ja. Genau, das ist Wohnung, ein, die man nicht sieht. Genau, ein Ort, wo man das nicht sieht. Und auch sehr zentral, irgendwie durch diese Bilder ist ganz im Zentrum. Und durch diese Café kann man sehr viel erzählen oder sehr viel denken. Es baut natürlich eine bestimmte starke Verbindung zwischen Berlin und woher ich komme, Israel, auch Haifa. Wir hatten also ich habe auf einem Berg groß geworden und am nächsten Berg gab es ein Moschee, also eine arabische. Also das ist eine klare Verbindung für mich mit Israel, aber eine natürlich komische, komplexe, schwierige Verbindung, was es bedeutet, Kafir in Israel und für mich mit Kafir, also ich eben nicht Araber, also dass ich nicht sozusagen in Israel gehe ich nicht in Kafir. Es bedeutet nicht ich, es bedeutet auch eine schwierige andere als Israeli. Das heißt, es ist eine Beziehung mit Israel, das ist eine gestörte, problematische Beziehung, was tatsächlich meine Beziehung mit Israel ist. Und mit diesem Kafir oder eine Kafir zu tun hat. Aber es ist auch interessanterweise tatsächlich bei mir zu Hause. Ich denke, vielleicht ist es nicht nur sozusagen eine Erinnerung an eine problematische Beziehung, sondern bestimmte vielleicht Vorzeichen für etwas anderes, womit ich gut zu Hause sein möchte oder vielleicht sogar beheimatet sein möchte, irgendwann, hoffentlich. Aber das ist ein interessantes Objekt. Du hast auch erwähnt in dem Vorgespräch, dass du demnächst für eine Gastlehrtätigkeit nach Israel gehst, also als Gast in die eigene Heimat aus der beheimateten Diaspora. Das ist eine schöne Umkehrung. Das ist noch eine Phase, eine komplizierte Phase von dieser Rückkehr. Ist das eine Rückkehr? Es ist eine bestimmte Art und Weise, natürlich ist es eine Rückkehr. Also ich bin aus Israel, ich komme nach Israel zurück für eine begrenzte Zeit. Aber länger als sonst. Seit 21 Jahren war ich nicht mehr als 2 Wochen in Israel. Jetzt ist das fast 2 Monate. Und auch in Jerusalem, wo ich geboren bin und auch zur Uni gegangen bin. Also wo ich, und es ist eine
schon etwas, das von Bedeutung ist und wo ich nicht genau weiß, was ich dort bin. Ich bin ein Gast, bin ich zu Hause, aber eigentlich nicht wirklich mehr. Was ich mit mir bringe, was ich erfahren, machen, sagen kann oder will, auch in Bezug auf diese Café. Ja, das ist eine komische Konstellation. Ich erinnere alle in diesem Raum und auch liebe Mitdiskutanten und Diskutanten, ihr solltet stören. Ja, das ist, ja, trotzdem vielen Dank. Was sagst du zu dieser Pflanze, die rechts am Bild außen ist? Importiert aus Israel. Die Pflanze, nein, es ist nicht aus Israel importiert. Nein, gut. Und aber es ist kein Sagar. Kaktus. Okay. Sie hat eine Beziehung mit dem anderen. Ja, es ist kein Kaktus, eine afrikanische Art von Pflanzen. Und was diese Art von Pflanzen bezeichnet, dass es gut überleben kann, auch ohne Wasser. Und das ist meine eigene Pflanze. Eben. Und sie überlebt offenbar. Überlebt sehr gut. Sehr gut. Und ist tatsächlich ist in dieser Wohnung, seitdem ich in dieser Wohnung bin. Ja, man könnte auch natürlich fragen, was für ein Text auf dem Bildschirm gerade bearbeitet wird. Es ist ein Text aus meinem Buch, was du erwähnt hast, eben diese Kritik an Antisemitismus. Ich habe da irgendwann, als ich in der Ausstellung besucht habe, ein bisschen geschaut, was da steht. Ich kann mich nicht erinnern, aber es ist aus diesem Buch. Also man kann eine Seite von meinem Buch umsonst in der Drüben im Ausstellung. Jüdischen Museum. Liebe Aviva, ich komme zu dir. Ja. Auch von dir gibt es eigentlich 2 Fotos in der Ausstellung. Und beide sind in einer Art Natur, also hier im wilden Wald. Das andere Foto genau im Garten, aber beide sind in der Natur entstanden. Und wenn ich es richtig verstehe, das wolltest du auch tatsächlich so. In der Natur abgelichtet werden. Nein. Nicht direkt. Nein, nicht direkt. Und es geht jetzt Das ist auch das Schöne, wenn darum, man dass wir einspringt, hoffentlich nur dieses Bild besprechen und nicht das andere. Es ging in diesem Bild, war ich nur ein Modell für, wie in vielen Bildern von Frédéric, für einen Ort, den man ausgekundschaftet hat, wo man zusammen irgendwo in Berlin herumgegangen ist, um Orte zu finden, wo bestimmte Menschen porträtiert werden sollten. Und dieses Bild entstand sozusagen zufällig. Das Bild im Garten, zufällig? was? Inwiefern zufällig? Zufällig, indem ich gesagt habe, es gibt einen bestimmten Fleck, es war nicht der, es war ein ganz anderer, und Frédéric gesagt hat, das ist so wunderbar und das Licht dort und hier die Lichtung und das Licht und setz dich da hin und ja und bleib da sitzen und so weiter, wie er halt so macht. Und weil dieses Bild, dieser Ort, den wir suchten, oder er suchte und ich ihm versucht habe zu helfen, war eigentlich ein Ort für die Szene mit 5 Studentinnen, eine Israelin und 4 deutsche Studentinnen, das sogenannte Picknick, also eigentlich eins, wenn ich vergleiche mit einer Malerei, Déjeuner sur l'herbe. Und dafür sollte dieser Ort irgendwie vom Licht her gezeigt werden. Und Frédéric liebte diesen Wald, ich liebte diesen Wald nicht, ich liebe diesen Wald nicht. Das ist der deutsche Wald. Dieser deutsche Wald hat nichts zu tun mit meinen Vorstellungen von Wald. Das ist ein strammer Wald, ein Nutzwald. Man kann sich darin nicht verstecken. Und es stimmt, was ja eben auch gefragt worden ist, diese Figur da drin hat eigentlich nichts verloren. Also keine Pilze, kein totes, also geht nicht auf die Jagd. Die Kleidung ist nicht irgendwie so waldgerecht. Und der Wald
darüber habe ich ein bisschen nachgedacht und habe dann einen wunderbaren Satz gefunden von Elias Canetti in Masse und Macht, so in den 60er Jahren oder 60 rausgekommen, wo er über sein großes Övre, wo er über diese Nationalsymbole nachdenkt. Und dann kommt er natürlich auf den deutschen Wald. Aber davor sagt er noch was anderes. Er sagt, die Deutschen, das Nationalsymbol ist das Heer, aber mehr noch, es ist ein marschierender Wald. So. Und das finde ich jetzt nicht in dieser Poesie, die Frédéric natürlich in jedem Bild irgendwo hinkriegt, aber prinzipiell von diesen Kiefern, Wäldern, die nach oben schauen und wo man eigentlich raufschauen müsste, um diese Baumwipfel zu bewundern, irgendwie so wie so eine Kirche ohne Mauern. Ich finde diese Wälder schrecklich, diesen Boden schrecklich und alles sehr platt. Gut, Frédéric zaubert dadurch eben darin auch ein Gemälde und ich habe das eben verglichen mit einem Cézanne, weil ich fand, dass von der Farbpalette, gut, mich erinnert jede Fotografie wieder an eine Malerei, so ist es halt. Und ich dachte einfach, auch jeder Künstler, auch Frédéric hat ein Bildergedächtnis und wie Abi Warburg uns ja auch zeigt, haben wir bestimmte Bildgedächtnisse in uns, die auch Dinge, Vorstellungen, Farben, irgendeine Palette, es ist ein bisschen zu dunkel, aber es ist wurscht. Jedenfalls diese Blautöne des Pariser Ultramarin, dieses Blau, die Blautöne, die Grüntöne und dann eben auch diese braunen Farben und so weiter, erinnert mich sehr an diese Waldlandschaft. Aber wenn man tatsächlich dein Bild im Wald betrachtet, dann du wehrst dich ab fast. Also du machst eine Geste, also es ist nicht klar, ist es dem deutschen Wald gegenüber? Ist es dem Fotografen gegenüber? Ist es der Situation? Das ist gut. Also es ist natürlich eine zufällige Geste. Ja, aber das ist uninteressant, weil interessant ist nicht die Situation, in der die Person war, sondern dieses Övre sozusagen. Das bleibt ja, ich bleibe nicht. So, das ist sehr interessant, weil diese Gestik ist eigentlich ein bisschen unverständlich. Also ist es jetzt ein Haare raufen oder ist es ein zu Boden blicken? Ist es eine melancholische Geste oder eine traurige? Also ich suche nicht die blaue Blume der Romantik in diesem Boden. Ja? Die Beine, da kommt das Licht drauf, das schaut aus, als ob die einfach in ihren römischen Sandalen jetzt ein bisschen weitergehen wollen, würde ich sagen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Das Zauberhafte an Kunst ist, dass man eben nicht alles erklären kann. Es sieht aus, als ob der Erlkönig nicht vorbeikommt. Hast du dich eigentlich gewundert, als du angefragt wurdest, ausgerechnet für das Thema Heimat und Diaspora? Du bist ja durch viele Länder gezogen. Oder hast du verstanden, ach so, ich verstehe, wieso ich gerade für dieses Thema oder über dieses Thema sprechen soll? Ich war nicht so verwundert. Es ist, wie gesagt, für mich ein schwieriger Begriff. Ich würde ihn eben gerne mit diesem, also es ist ein Begriff, der meines Erachtens hauptsächlich dazu dient oder diente, sehr deutscher Begriff, es gibt es noch auf Deutsch, der dazu diente, andere auszuschließen. Und dieses Exklusive an Heimat finde ich sehr, sehr problematisch. Ich bin mit dem Begriff Zuhause, auch
Hannah Arendt, wenn sie spricht in ihrem Wir Flüchtlinge, sagt ja, wir haben unser Zuhause verloren. Sie spricht jetzt nicht über diesen Begriff Heimat. Wobei, klar, also Stefan Zweig, Josef Roth, diese Leute sprechen natürlich über Heimat. Heimat im Hotel oder die verlorene Heimat. Und Anne-Marie spricht natürlich auch davon. Als, wie sagt er eben der gelernte Heimatlose. Ich finde, dass der Begriff Heimat sehr schwierig ist. Und wir könnten ihn ersetzen mit Heimaten oder eben Diasporen. Wie wäre das? Das wäre vielleicht der Moment, wo wir die Ziege befragen müssten, oder? Okay. Akiva, hast du noch Wasser? Die Ziege. Die Ziege. Gut. Okay. Wie liest du das als, ist vielleicht ein bisschen plakativ, also Jüdin, nicht Jüdin, aber wie liest du diese... Ja, diese Frage von Daniel fand ich etwas problematisch, weil wie soll man Weltliteratur, wie soll man Weltliteratur lesen? Ja, also Agnon ist Weltliteratur. Ich fand diese Geschichte, die ich nicht kannte, großartig und bitter. Ich möchte eine Interpretation gleich ganz kurz geben, weil du hast gesagt, ganz kurz sprechen und das fällt mir immer schwer. Und zwar nochmal ein Bild, was jetzt kein Bild wird. Jenny Holzer, Protect You from What You Want. Das ist sozusagen die säkulare Idee davon. Wir müssen uns schützen vor der Erfüllung unserer Wünsche. So, die Geschichte für mich in meiner Lesart, und ich brauche danach, glaube ich, in dem Fall die Hilfe von Akiva. Und ich kann mich komplett täuschen, weil mein Englisch ist nicht gut. Und vielleicht übergebe ich dir dann, du kannst das natürlich sehr spekulativ, was ich sage. Offa, du hast die Ziege in diesen Vordergrund gestellt, diese nährende weibliche Ziege, diese großartige Verbindung zwischen Exil und Diaspora, zwischen Diaspora, zwischen Exil und Eretz Israel, Erfüllung, Gan Eden, Paradies, messianisch gesehen. Ich habe mir viel mehr Gedanken nicht so über die Ziege gemacht, denn bei ihr steht wunderbar, she returned by herself. Und das fand ich unglaublich. Also diese Frau, also nicht ich, sondern diese Figur, she returns by herself, wo sie will. Ja? Das ist gut, sie ist nicht an der Leine. Und diese Ziege ist eben eigentlich auch nicht an der Leine. Sie macht ihren Weg. Und ich habe mir viel mehr Gedanken gemacht über den Vater und den Sohn in dieser Geschichte. Und dieses schreckliche Unglück, was über sie beide kommt. Und die Frage, wäre es nicht genug gewesen, wäre der Vater glücklich gewesen mit diesem Duft der Milch der Ziege, hätte es nicht genügt? Musste er wissen, wo die Ziege hingeht? Gut, der Sohn geht, also alle kennen diese Geschichte, der Sohn denkt auch zu viel nach, wie er da unter diesem Karotbaum, Affenbrotbaum sitzt und die Engel kommen und sagen, okay, es kommt aber jetzt Schabbat. Also er kann nichts mehr tun. Er schreibt noch einen Zettel. Er stopft es in das Ohr der Ziege. Er denkt sich, wenn die Ziege zurückgeht, kommt sie zum Vater. Der Vater wird sie streicheln, sie wird ihren Kopf stricheln. Es sind alles so Dinge, die wir auch immer machen. Wir stellen uns diese Dinge so schön vor und dann werden sie nicht so. Okay. Meine Assoziation zu der Geschichte war, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen und den Dammhirschkühen des Feldes, weckt sie nicht, erweckt sie nicht auf, die Liebe, bis es ihr beliebt. Und jetzt möchte ich übergeben mit dem zweiten Teil dieser Geschichte, nämlich den 3 Eiden, mit dieser Geschichte, die damit zu tun hat, wir sollen die Dinge nicht vorzeitig
wollen, tun, erwecken. Und da geht es eben auch darum. Vorzeitig in ein messianisches, in eine Erlösung gehen, wo in Zwat, einen der 4 heiligen Städte, der Messias sitzt. Hast du Akiva. das auch so gelesen, Akiva? Das ist natürlich, diese 3 Schwöre sind natürlich sehr, sehr berühmt in Satmar, wo ich aufgewachsen bin. Also ich habe erst mal gleich hier gesehen. Die 3 Schwüre, könntest du sie kurz aufzählen? Es geht ja nur um den einen. Also es gibt 3 Schwüre, was in der Talmud in Sanhedrin steht, dass Gott, als die Juden in Exil gingen, die 3 Schwüre gesagt hat. Erstmal, dass sie nicht zurück nach Israel mit Gewalt gehen sollen und dass sie nicht gegen den Völker aufstehen sollen und dass die 3. Schwur geschwört eigentlich für die Völker, dass sie die Juden nicht zu viel unterdrücken sollen. Und das war als... Das hat super geklappt. Und das ist natürlich eine große Diskussion. Also die anti-zionistische osteuropäische Rabbiner haben gesagt, steht im Talmud, ist nicht erlaubt. Und dann haben die orthodoxe zionistische Rabbiner gesagt, naja, aber die Nichtjuden haben auch ihre Teil nicht eingehalten und darum sind wir wahrscheinlich davon befreit. Aber was ich gleich in diesem Text gesehen habe, sind erstmal eine sehr biblische Satz, was wir haben mit Josef, als die Brüder zurückkommen und sagen, Josef ist verschwunden, wir wissen nicht, wo er ist, hier ist sein Mantel. Was sagt Jakob? Chayara chalahu, taraf tarof Josef. Und das haben wir hier, die gleichen Wörter auch, was der Vater sagt hier. Und wir haben auch, also erstmal etwas Biblisches und dann haben wir etwas mehr Liturgisches, was wir zu Pesach haben. Chad Gadya, eine Ziege. Und das gibt es auch, also das haben wir nicht in der Bibel, aber das ist eine aramäische liturgische Sache, was wir gleich mit dieser Verbindung haben. Und wenn wir Judentum, Israel, Eretz Zavat, Chalaf und Dvash haben wir natürlich hier, ja, die Milch kommt zurück und hat die Milch und Honig, diesen Geschmack. Und diese Mischung von etwas Biblisches, etwas rabbinische Literatur und jemanden wie Agnon, also kannte natürlich das alles, und macht diese Mischung von, das ist eigentlich Judentum. Diese Mischung von, wir haben biblische Texte, wir haben rabbinische Literatur, wir haben Traditionen, wir haben Geschichten und all das gehört zum Judentum. Und natürlich eine schöne Geschichte, wo eine Ziege geschlachtet wird und auch sehen wir am Ende, wo der Vater so traurig ist. Also er hat wahrscheinlich auch vorher Ziegefleisch gegessen. Das heißt, das ist nicht eine sehr große Überraschung. Und wenn er diese Zettel vorher gesehen hätte, dann hätte er das wahrscheinlich auch gegessen am Ende. Er wurde aber vielleicht nicht in dieser Zwischenzeit so traurig gewesen. Er war traurig inzwischen. Genau, weil er das früher gesehen hätte. Und das Kind schickt es eigentlich zu seinem Vater, um ihn nach Israel zu bringen. Und das klappt nicht am Ende. Also jetzt kann er nicht gehen, weil er den Weg nicht kennt. Also, Aber man muss sich fragen, warum ist das Kind nicht zurückgekommen, um den Vater dann mit nach Israel zu gehen? das Weil ist die der Geschichte jetzt von den Weg. Josef wieder. Weil Schabbat kam. Er konnte nicht. Aber das ist genau die Geschichte von Josef. Josef ist in Ägypten Ja. und seine Eltern und seine Geschwister sind noch in Kanaan. Und er kommt nicht zurück zu sagen, ich bin der zweite König hier, ich habe viel Geld, bitte kommt nach Ägypten. Er wartet einfach. Und das ist auch etwas, was wir in der jüdischen Geschichte haben. Nicht alles muss gleich jetzt passieren. Wir warten einfach ab und sehen, wie schlimm es sein wird. Aber Akiva, was bedeutet der letzte Satz? Das hat ja mit der Generation zu tun. Was bedeutet das? Since that time, Genau. Also es ist klar, der Vater muss im Exil bleiben, klar. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, Magst du der es kurz Sohn wird vorlesen? alt und ist Magst du schon... es kurz vorlesen, den Satz? Entschuldigung, nein, mein Englisch ist schrecklich. Ich habe Bitte, das. bitte mach. Bitte. Since that time, the mouth of the cave has been hidden from the eye, and there is no longer a short way. And that No longer a short way, genau. no longer a short way. And that youth, if he has not died, shall bear fruit
in his old age, full of sap and richness, calm and peaceful in the country of life. Und das geht zurück zu Gan Eden. Das ist geschlossen. Wir wissen nicht, wo das ist. Und jetzt gab es eine Trennung, eine Sünde, etwas inzwischen. Und jetzt ist Schluss. Aber die Tatsache, dass Sie sagen, a short way, eine Abkürzung, heißt, es gibt auch einen anderen Ja, Weg. genau. Klar. Und es gibt keine Abkürzung mehr, aber wir können noch den langen Weg gehen. Wir könnten, wenn wir wollten. Das heißt, diese Ziege, die steht für die Trennung zwischen Diaspora und Heimat, zwischen Galut und Eretz Israel, wobei Galut und Diaspora oder Psura und Diaspora nicht das Gleiche ist. Also die hebräischen Worte für Diaspora, für nicht in Israel. Das heißt, wir haben auch das Zwischengenerationelle. Das heißt, die Ziege ist die Trennung und das nehme ich jetzt ein bisschen platt als Übergang zu deinem Bild, Akiva, das sehr stark von Trennung lebt natürlich. Und verzeih bitte wirklich meine äußerst plumpe Frage, wie ihr das hinbekommen habt, das so sauber zu schneiden, und hast du wirklich so lange einen Bart wachsen lassen und dann für dieses eine Bild? Also wie ist dieses Bild, was ist die Vorgeschichte dieses Bildes? Das ist sensationell, ja, muss ich sagen. Also erstmal ja. Viele fragen oft, ob das Photoshop ist. Frederik macht kein Photoshop. Das heißt, das ist wirklich ein Bild. Wir haben ein gebrauchtes Streimel in Israel gekauft. Die sind teuer, die Dinger. Die sind normalerweise teuer. Ja. Gebraucht kann man, ich glaube, es war $400. Ah? Bei eBay? Nein, in Jerusalem. 400, how much was it? 400. One of the best days. He was here, my father was here, the Strahlenmacher was here, and we entered this. It was an amazing moment. Ja, So, you connected me, I bought the Strahlen, ja, and then I brought it back, and he carried it to his Oren, etc. ja, ja. Das war bei einem Freund von mir in Jerusalem, der Streimler verkauft. Und Oren, der Assistent von Frederik und mir, haben auf diesem Projekt länger gearbeitet mussten. Und es hat eine Weile gedauert. Man denkt, man kann das einfach schneiden. Die sind wirklich stark und dicht gemacht. Und man muss wirklich daran arbeiten, das zu schneiden. Ein Messer oder war das eine Schere? Also Oder war erstmal, das eine- also wir haben alles versucht, Messer, Schere, und der zweite Halbe von dieser Streimel war so viel geschnitten, dass man das nicht mehr benutzen konnte. Und man muss auch, also wenn es nur eine halbe Streimel ist, dann steht das nicht fest. Das muss auf meinen Kopf geklebt werden mit einem Gips und so eine ganze Struktur darunter, dass es so stehen kann. Und dann mussten wir auch 2 Hemden kaufen. Die sind 2 Hemden, die gleiche Firma sind und halb geschnitten und zusammengenäht. Es gibt eine weiße Hemd und eine blaue Hemd auf der anderen Seite. Und ich habe wirklich mein Bart ungefähr 1,5 Jahre wachsen lassen, um diese Foto zu machen. Aber du sagtest die Trennung, aber man kann es auch als Verdoppelung sehen. Oder auch als Verbindung. Das ist, was verkörpert dieses? Sind das die Gegensätze, die sich treffen? Einer der 2 ist. Also Frederik sagt ja immer, er macht Bilder, um Bilder zu brechen. Und bei dem Bild habe ich mir überlegt, wo ist eigentlich der Bruch? Weil das hat ja so eine klare Message. Ja? Also als ob du da allerdings auch gegen Frederik wieder sagen würdest, ich bin nicht zerheilt, ich bin zerteilt. Ja? Aber wo ist sozusagen der Bruch? Und das ist ja sehr interessant, also vielleicht im Zigarettenpackerl, im Zigarettenschachtel, weil dies ja an der Seite deines Feiertagsgewandes, also Schabbat, und du rauchst. Vielleicht ist der Bruch auch darin, dass du keinen Bruch hast in dem Blick, also das einzige nicht geteilte sind hier deine Brillen. Du willst den klaren Blick haben, du schaust uns an, den Betrachter, die Betrachterin.
Und dann gibt es noch ein ganz kleines Detail. Wieder kommt irgendeine Pflanze, wie immer bei Frédéric, irgendwo von links nach rechts, von oben nach unten. Hier der Kaktus und hier kommt wieder was. Da, wo die Außenwelt ist, also nicht da, wo die Innenwelt, wo der geschützte Raum ist, das Zuhause, sondern draußen kommt rein. Und auf der anderen Seite, da hat mich Frédéric neulich darauf hingewiesen, liegt ein kleines, altes Blatt am Ellenbogen. Ach so, so ein totes Blatt. Ja, tot, okay, also ja. Das war einfach Farbe dort. Ja, war einfach da, oder? Aber ist es das Bild einer Trennung oder ist es das Bild einer Verbindung? Oder mit diesem klaren Blick, wie betrachtest du dieses Bild von dir? Ich habe irgendwo online gesehen, ein Foto von jemandem, der so halb rasiert war. Und darauf stand, ich habe diesen Mann im Flughafen gesehen und fragte ihn, warum. Und er antwortete, weil ich es kann. Und ich vergleiche oft die ultraorthodoxe Welt mit Nordkorea. Erstmal war ich in Nordkorea. Ich habe das gesehen, wie es aussieht. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn sie ein Land wären, dann würde es so ungefähr aussehen. In Nordkorea hat man eine Möglichkeit von, ich glaube, 12 oder 14 Arten von Frisuren, die man machen kann. Bei uns hatten wir nur eine Möglichkeit. Das war immer null und immer voll den ganzen Kopf rasiert, natürlich ohne PS zu schneiden. Und ich hatte nie die Möglichkeit gehabt, als ich aufgewachsen bin, alleine zu entscheiden, wie ich aussehe. Alles war genau so vorgeschrieben, wie es sein muss. Und ich lebe auch zwischen zwei Welten. Dass ich ausgestiegen bin, bedeutet nicht, dass ich die chassidische Traditionen nicht mehr mag oder vergessen habe. Und ich lebe tatsächlich zwischen diese beiden Welten von chassidische, ultraorthodoxe, osteuropäische 18. Jahrhunderte Judentum mit einer liberale, moderne Welt, wie ich heute bin. Und ich sehe keinen Widerspruch zwischen den beiden. Erstmal, weil ich nicht glaube, dass die Gründer des Chassidismus zufrieden wären mit, was heute aus dem Chassidismus geworden ist. Die hatten eine vollkommen andere Vorstellung, wie es aussehen sollte. Und also, wir können das von den vielen Geschichten sehen, wie sie sich mit Halacha umgegangen sind und wie eigentlich waren sie die Underdogs, die was anderes machen wollten, und heute sind sie das Establishment, was wir haben in der ultraorthodoxen Welt. Und es fehlt manchmal diese ursprüngliche Chassidut, wo alle eingeladen sind, wo alle dabei sind, wo alle beim Tisch sitzen können. Und das versuchen wir, und das versuche ich auch zusammen zu machen nochmal. Also erstmal liberale Judentum, wo alle gleichberechtigt sind, Männer und Frauen und LGBTQ und alle Rechte, alles auf einer menschlichen Ebene. Und viele Traditionen aus der Geschichte und was damals wichtig war, auch da zu haben. Man muss nicht alles wegwerfen, wenn man die Gemeinde verlässt. Das sage ich auch viele Leute, die aussteigen. Ja, wir sind ausgestiegen, wir haben die Gemeinde verlassen, aber das ist noch ein Teil von unserer Identität. Und die Sachen, die uns damals wichtig waren, können wir weiterhin behalten, auch wenn wir nicht an Teile von dieser ganzen Geschichte glauben. Und das kam schon, also erstmal war es für mich schon einfach eine sehr coole Idee, was ich haben wollte. Und als wir das gemeinsam noch entwickelt haben, ist es so etwas geworden, was mehr, ich glaube, mein Leben repräsentiert, wo ich gerade bin und was ich gerade mache. Aviva hat deinen sehr stechenden Blick tatsächlich in diesem Bild erwähnt. Und das nehme ich jetzt auch wiederum als Brücke zu dem nächsten Bild, was wir anschauen werden, von dir, Sonja. Nämlich du und Carl-Josef Pazzini auf diesem Bild. Ihr schaut nicht in die Kamera, sondern die Maske, die dahinter ist, die schaut so halbwegs in die Kamera. Wieso ist der Blick abgewandt bei euch? Also
Frederik hat gefragt, wo wollt ihr porträtiert werden? Erstens hat er gewollt, dass wir zu zweit porträtiert werden, was schon mal eine Kompliziertheit ist, weil ich bin damit aufgewachsen, dass ein Fokus ist und nicht zwei. Und aus meiner Erfahrung mit Musikern ist ein Bild von 2, 3, 4 Musikern eine Katastrophe. Also war ich vorbereitet auf die Katastrophe. Wir wussten nicht, wo soll er uns porträtieren. Wir haben versucht, uns darüber zu unterhalten und es ging sowieso nur schief. Also haben wir auf den Tag gewartet, dass er gekommen ist. Und dann ist er gekommen und da hat er die Wohnung auseinandergenommen, der Raum und der Raum und der Raum. Und unsere Wohnung ist groß, aber er hat dann das Kleinste genommen, den Balkon. Und hat gemeint, hier ist das Licht. Und er hat uns so lange getriezt, bis wir nach innen geguckt haben. Lange gewartet. Und dann irgendwann haben wir nach außen, nach innen geguckt. Nach innen, das heißt in die Wohnung hinein? Nein, die Wohnung ist auf der anderen Seite. Das heißt, dass der Blick irgendwo hingeht, aber er geht verdoppelt. Er guckt zwar irgendwo, aber er guckt nach innen. Also eine Trennung des Blickes, würde ich jetzt sagen. Und Balkon ist ein sehr interessanter Ort, wenn man sagt, eigentlich, man lässt sich in der Wohnung wie vorher bei El-Ad ablichten und der Balkon als Zwischenraum vielleicht, ausgerechnet tatsächlich da. Er meinte, da müsst ihr sein. Und das Bild ist nicht von uns entschieden, wie keines dieser Bilder. Es sind auch viele Bilder entstanden und es ist auch seine Entscheidung, dieses Bild auszuwählen. Wir sind gefragt worden, natürlich. Und wir haben ja gesagt, natürlich. Weil eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Wichtig ist, da ist etwas entstanden, was jemand gesehen hat, was jemand gemacht hat, auch wie die Tassen da hingestellt worden sind, die zu dem passen, wie wir angezogen sind. Das haben wir alles nicht zu verantworten. Wir tragen es mit Fassung. Tatsächlich. Ich würde nochmal zu dem Thema Heimat und bei der ersten Fragerunde habe ich dich gefragt, welche Rolle Musik spielt für dich in dieser Begriffswelt von Heimat. Weil du in deinem wirklich wunderbaren Buch, muss ich sagen, und das sage ich nicht nur als ehemaliger Musiker, in deinem Buch muss es sein, redest du darüber, dass Streichquartette, vor allem der Klang von Streichquartetten, für dich zusammen in der deutschen Sprache, egal wo in der Welt, ein Gefühl von Zuhause angeboten hat, da natürlich halt der Satz von Thomas Mann nach, die Heimat in der deutschen Sprache. Ist es eine Rückkehr überhaupt nach Berlin oder nach Deutschland erstmal? Hast du als Rückkehr empfunden? Ich bin eine Zurückgekommene, die nicht dorthin kommt, wo sie zurückgekommen ist, wo sie hin zurückgekommen ist. Also es ist vielleicht ganz einfach und gleichzeitig kompliziert, weil es mit Sprache, mit Musik, mit einer geliehenen Heimat, mit einem geliehenen Heimatsgefühl oder einem übertragenen Heimatsgefühl. Mein Vater kam aus Hamburg, meine Mutter war in Frankreich geboren, aber von Eltern, die aus Rumänien kamen. Das heißt, der Begriff des Verlassen, eine Heimat verlassen haben, kannte ich, bevor ich reden konnte. Ich habe als Kind dieses fremde Gefühl gehabt, den meine Eltern nicht haben wollten und das ich als einziges Kind aus dieser Familie trug. Und das war so, dass ich in Französisch, was meine Muttersprache war, einen Akzent hatte, was meine Brüder und Schwestern und meine Eltern nicht hatten. Und keiner wusste, woher das kam.
Ich bin eigentlich mit 16 Feuer und Flamme gewesen, Zionist, und ich mache meine Aliyah und ich gehe nach Israel und ich werde in die Armee. Und wo bin ich gelandet? In Hamburg, wo mein Vater herkam. Ich musste erstmal nach Amerika, ein bisschen dort studieren und dort den Mann kennenlernen, der mein erster Mann wurde, der aus Hamburg kam und Cello spielte. Und das spielt auch noch eine Rolle. Mein Vater spielte Cello, war ein Amateur, ein sehr guter Amateur-Cellist, und es wurde bei uns zu Hause Musik gespielt, vor allem wenn die Emigranten kamen. Wir nannten sie die Emigranten, wir Kinder. Sie kamen aus überall, sie spielten immer ein Instrument, sie kamen durch Paris und sie kamen, wenn sie einen Tag frei hatten, zu meinem Vater nach Hause und sie spielten Streichquartett und redeten Deutsch. Und ich verstand weder das eine noch das andere. Insofern schmolz das zusammen. Und als ich nach Amerika gegangen bin, um Englisch zu lernen, landete ich in einem Nest von Emigranten. Ich kam durch die Emigranten nach Cincinnati. Sie waren alle Ex-Deutsche und sprachen Deutsch. Das heißt, ich bin nach Amerika gegangen, um Englisch zu lernen, und bin eigentlich dort in die Sprache eingestiegen, in die deutsche Sprache eingestiegen, zusammen mit der Musik, weil ich am Konservatorium war. Also so kompliziert ist es gar nicht. Und kam zurück nach Paris und zog nach Hamburg. Und geliehene Heimat, weil Hamburg war für uns Kinder immer ein Bild von einer Stadt, wo man auf die Kanäle mit den Schlittschuhen im Winter rumfuhr und nicht unter die Brücken durfte, weil sonst fiel man ins Wasser. Hamburg waren viele Punkte und nie eine Stadt. Also ein bisschen so wie Elad sagte, es ist nicht was Konkretes, es sind Bilder. Und ich bin nach Hamburg gekommen und dachte, ich kenne Hamburg. Und dann war eine große Stadt und ich kannte überhaupt gar nichts. Und ich bin dort geblieben, sehr lange, viel zu lange, bis ich eben ein jüdisches Café gemacht habe, was meinem Vater eine große, große Freude geworden ist. Und es war für ihn das war seine Rückkehr. Er hatte damit irgendwie den Kreis geschlossen und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe gesagt, ich habe fertig. Und Berlin ist in gewisser Weise meine Stadt. Es ist nicht meine Heimat, aber es ist meine Stadt und es ist da, wo ich zu Hause bin. Das heißt, du hast ein Zuhause gefunden in dem Moment, weil es klingt so, als ob du versucht hast, immer nach einer Heimat zurückzukehren und es gelang nie, ja. Du wolltest zionistisch nach Israel und erst in dem Moment, wo du das brauchst du eigentlich den Begriff der Heimat, um diese ganzen Gänge oder Diaspora? Ich nicht, aber ich habe etwas übernommen. Ich habe mich verantwortlich gemacht für etwas, was nicht meins war. Und als ich meinte, dass es erfüllt war, bin ich gegangen. Also so kann man es. Man kann sich ja immer im Nachhinein so schön schreiben. Ist das eigentlich an euch alle gerichtet? Und ich erinnere das Publikum dran, der Stuhl wartet sehnsüchtig auf Fragenden. Ist das ein Begriff oder sind das Begriffe, die ihr braucht? Heimat und Diaspora, brauchst du sie, Elad? Heimat und Diaspora, denkst du in diese Begrifflichkeit oder tötest du die Ziege? Ich denke nicht an Heimat, ich denke an Diaspora. Also erstmal, ich habe letztes Jahr ein Zentrum gegründet, the Berlin Center for Intellectual Diaspora. Das heißt, es ist ein bestimmtes Forum, wo sagen wir, Begegnungen stattfinden sollen, die eben diese Idee von Diaspora im Sinne von in einem Ort sein, aber einen Abstand davon, und diese Situation soll eine Metapher sein oder eine Figur sein für kritisches Denken. Also wo man Teil von einer Gesellschaft oder Kultur ist, aber man auch einen Schritt zurücknimmt, um eben kritisch oder mit Abstand darüber nachzudenken. Also deswegen Intellectual Diaspora, und das
Eigentlich es bezieht sich auf Edward Said, Begriff von Exil. Er spricht von Exil. Wir haben Diaspora genommen, weil es sollte auch eine bestimmte Verbindung zu einem gegenwärtigen Diskurs, was tatsächlich, wo Diaspora eine starke Rolle spielt und Exil nicht so. Und das bedeutet, dass ich tatsächlich oft mit diesem Begriff Diaspora denke, darüber nachdenke, reflektiere und auch kritisch nachdenke. Also es ist klar, dass das Heimat für alle schwer fällt, auch hier, damit zu denken und dann damit zu identifizieren und seine eigene Heimat das ist klar. Und was Aviva gesagt hat, ist auch stimmt, dass es gibt diese ganze Geschichte, wo wir wissen, dass es eine schwierige politische Rolle gespielt hat und immer noch spielt. Und deswegen gab es auch eine Distanznahme von dieser Idee von Heimat. Und seit einigen Jahrzehnten spricht man mehr und mehr gerne über eben nicht zu Hause sein und diasporisch zu werden. Und es ist auch klar, auch Distanz und Kritik an kollektive Modelle wie Nation oder Nationalstaat. Und das ist alles klar und es hat eine wichtige Rolle gespielt in zum Beispiel Thematisierung von Fragen von Sklaverei, also der Black Diaspora. Wie sollen wir verstehen diese Prozesse, wo Leute aus ihrer Heimat einfach brutal genommen und nach einer Generation finden sie sich ganz woanders, ohne Erinnerungen, ohne Namen, ohne gar nichts. Und Diaspora hat als Figur geholfen, sozusagen, das zu thematisieren. Und heute haben wir mehrere, also nicht nur Black Diaspora, uigurischen Diaspora, palästinensische Diaspora, armenische Diaspora. Also das ist eine wichtige Rolle gespielt. Auf die andere Seite, Heimatlosigkeit ist auch schmerzhaft. Also es ist nicht jetzt, dass es eigentlich ganz einfach zu sagen, super, dass Leute ihre Heimat verlieren. Also heute, es gibt Geflüchtete, es sind Leute, die es nicht mit Spaß machen, dass sie ihre Heimat verlassen. Sie müssen das, weil es gibt Gewalt und Krieg. Also das sind schmerzhafte Erfahrungen. Und diese Verlieren von Ort und Verlieren von Lokal und Verlieren von Heim ist eine problematische Erscheinung unserer Zeit. Wir haben das ist klar, dass es gibt mehrere Phänomene, die das erschweren, auch ganz einfach diasporisch zu werden. Also eben Heimat heute kann auch eine Art von sogar Widerstand, zum Beispiel gegen Kapitalismus sein. Ja, also denk lokal, nicht global und so fort. Und deswegen, wenn ich darüber nachdenke heute, das ist eine Figur, wo ich mich identifizieren möchte, also diasporisch zu sein, vielleicht auch exilisch zu sein, aber auch mit Vorsicht. Vorsicht, weil es auch ein Privileg ist, dass man überall sein kann. Man braucht einen richtigen Pass, auch diasporisch zu werden, von natürlich diasporisch volontär diasporisch zu sein, also gerne diasporisch zu werden. Das ist ein Privileg. Wenn ich das richtig sehe, sind wir hier um diesen Tisch keiner geflohen. Wir haben beschlossen, keine Heimat gelten zu lassen, aber wir sind nicht geflohen. Wir sind vielleicht vor irgendwelchen Geistern geflohen, aber wir sind nicht geflohen, weil wir in echt verfolgt wurden. Und es ist ein Luxus, den wir uns erlauben, zu sagen, ich möchte keine Heimat. Im Vergleich mit einem Herrn Flusser, der offensichtlich so gerne Ordnung hatte in seinem Zuhause und seine Bücher und seinen Schreibtisch und der diese Gewohnheit so geschätzt hat.
Ist das also ein jüdischer Begriff, wie in einigen dieser Texte steht, also ein Begriff, der universalisiert wurde? Also ist eigentlich das Bild von Akiva nicht nur einen Schlüssel, um Zerheilt als Ausstellung zu begreifen, sondern eine Bindungsstelle zwischen Zerheilt als Ausstellung und einer universellen Erfahrung? An mich gerichtet? Ich würde gerne kurz Akiva fragen und dann... Ist dein Bild vielleicht ein Schlüssel, um zwischen Heimat und Diaspora, um Zerheilt so zu begreifen? Um einen jüdischen Begriff universell zu sehen, zu verstehen? Juden hatten eine weite Heimat in Jerusalem und die ganze Zeit haben sie überall gewohnt, wo es uns erlaubt war. Und um miteinander verbunden zu bleiben, haben wir zum Beispiel Jiddisch geschafft. Also Juden überall könnten miteinander Jiddisch sprechen, damit wir europäische Juden. Dann natürlich gibt es auch Ladino, aber europäische Juden könnten miteinander in Kontakt bleiben und Rabbiner könnten mit Lashon HaKodesh, Schutim und Fragen miteinander sprechen. Und heute sieht man diese osteuropäische Kleider als eine sehr Galut, also insbesondere in Israel wird es so sehr Galuti gesehen, sehr Exil gesehen von osteuropäischen Juden, die damals so sich gekleidet haben. Und nach der Legende kam der Streimal auch nur, weil Juden mussten einen Schwanz auf den Kopf tragen und dann haben sie sich entschieden, dass sie das nur zu Schabbat tragen, das besonders zu machen. Aber immer diese von einer schlechten Situation etwas Besseres zu machen. Aber wenn man damals Juden gefragt hätte, wo ist eure Heimat, ob sie überhaupt diesen Begriff kannten, würden sie nur Jerusalem sagen oder Eretz Israel. Man konnte nicht. Man konnte nicht. Es war, ja. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, was zum Beispiel bei den äthiopischen Juden. Die sind nach Israel gekommen mit dem Glauben, dass das zweite Tempel noch da ist. Das heißt, sie brauchten diese weite Heimat, was immer noch da ist, und erst zurück nach Israel zu kommen und dort von Rassismus zu leiden oder von anderen Schwierigkeiten, was, ob sie Juden sind oder nicht, und halachische Diskussionen. Und die lebten 2000 Jahre mit einer unbeschreibbaren Sehnsucht nach Jerusalem, und die waren so unverbunden mit was andere Juden gemacht haben, dass sie überhaupt nicht wussten, dass es keinen Tempel mehr gibt. Also manchmal sieht es auch, wir brauchen diese, oder Juden brauchen diese weite Heimat, was da ist, aber nicht zugänglich ist. Man kann nicht hin. Ist ein bisschen so, wie wir vorher gesagt hat, Wald hat nichts mit der Vorstellung von Wald zu tun, aber erst würde ich Ihre Frage, bitte. Darf ich die absetzen? Ja, bitte. Sie haben, Sonja, schon gesagt, hier sind, alle haben die Erfahrung, den eigenen Geburtsort verlassen zu haben. Auch ich. Für mich als mehrfach exiliert, nicht immer aus eigener Wahl, ist Heimat etwas, was die anderen haben, ich nicht. Und so weit geht es, dass mein Reisepass eigentlich immer in meinem Rucksack ist, denn man weiß ja nicht. Aber alle hier haben sich eigentlich auch für irgendeine Erfahrung von diesem Begriff auch ausgesprochen, irgendeinen Bezug dazu. Und was mich interessiert ist, wie fühlt sich die Heimat an? Ist es bequem? Ist es sicher, nur weil es vertraut ist? Ist es für immer? Rechnet man damit? Bleibt es? Und ich fand das sehr witzig, was Akiva, nicht witzig, sondern interessant, was Akiva gesagt hat, dass seine Heimat Synagoge ist. Akiva und ich waren vor ein paar Jahren zusammen in Rom und Vatikan. Und wir waren in einer sehr, sehr
privaten, abgesonderten Sammlung, wo wir landen konnten, weil jemand, der mit uns war, sehr gute Verbindung zu einem Prof an der Gregorianer hatte. Das war alles so extrem eigentlich besonders. Und die Anweisung, die ganz klare Anweisung war, wir müssen immer zusammenbleiben und keiner darf sich von der Gruppe trennen. Man darf nicht alleine irgendwie rum durch die Gegend gehen und irgendwann ist Akiva verschwunden. und ich, genau, jetzt einfach, das ist mir so als Bild gekommen, als du gesagt hast, dass die Synagoge deine Heimat ist, dass du genauso gut im Vatikan selbst untergetaucht bist und nicht zu finden warst. Aber ja, zurück zur Frage. Also ist Heimat etwas Bequemes und Sicheres und etwas, was für immer da ist und so weiter. Also einfach unsere. Bitte? Einfach kann auch einfach unsere sein. Unsere Heimat ist etwas, also ich finde nicht alle Synagogen sehr toll, aber das ist, was wir haben. Wir haben nicht was anderes. Heimat kann auch sein, etwas, das haben wir, was uns gehört, was andere haben können vielleicht oder könnten, manchmal. Das ist die Frage, ob Heimat ein Begriff ist, der einem gehört, genauso ob Sprache etwas ist, was einem gehört oder nicht. Und ich denke auf die Frage von Raphael. Flusser sagt dazu eben diesen Unterschied zwischen Heimaten, also es kann mehrere Heimaten geben und jeder kann das erfahren, der auch aus einfach Arbeitsgründen oder Studiengründen, wie das heute so der Fall ist, einfach ein Land wechselt. Man kann dort eben auch eine bestimmte Codesprache lernen, wie wir das ja alle gemacht haben. Das heißt, die Sprache eines Landes, beziehungsweise wie sagt man Guten Tag und auf Wiedersehen, wie verhält man sich draußen und so weiter. Und Flusser sagt ja ganz klar, Heimaten gibt es eben mehrere, aber oder sind auch nicht so, kann es mehrere geben, aber es ist nicht so notwendig wie eben die Wohnung. Die Wohnung, weil alle müssen wohnen. Und die Wohnung ist die Herberge. Das, wo das Dach drüber ist. Also auch zum Beispiel im Fall von euren Balkonen, die eigentlich keine Balkone sind, sondern Lodgen, wo ein Dach über dem Kopf ist. Also ich würde sehr gerne auf die Frage zurückkommen, die eine Frage nach dem Gefühl der Sicherheit oder des Geborgensein ist. Und wo du am Anfang gesagt hast, dass Heimat eigentlich, oder der Clausen, das ist der Begriff, der die Angst um den Verlust, um einen möglichen Verlust weckt. Und darüber sprachen wir ja gestern Abend. Ich wurde gerüffelt, dass man das nicht so negativ sehen soll, aber für mich war das, wenn ich sage Heimat, dann habe ich Angst, das zu verlieren. Also ist es doch nicht so gemütlich. Und Flusser sagt in diesem Text, das ist da, wo die Gewohnheiten sind, aber es ist auch da, wo es dann hässlich wird. Weil die Gewohnheit zu Dumpfheit führt und die Dumpfheit zu Angst vor dem Fremden und das Fremde hässlich ist. Insofern vielleicht doch nicht so erstrebenswert. Und nochmal die Frage, ob das tatsächlich eine in die Welt getragene jüdische Erfahrung ist, diese Spannung zwischen Diaspora und Heimat. Also wenn ich sehe oder sah, wie manche der Immigranten nach Israel, meine Tante als allererstes, die kleinen Häkeldeckchen aus Deutschland unter die Gläser getan haben, weil das Heimat war, dann muss es doch zu einer bestimmten Zeit eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass der Begriff sich mit der Zeit auch verändert hat, auch weil wir in einer Zeit von so vielen Migrationen und so vielen Vermischungen leben, dass es vielleicht ein bisschen nur noch im Hässlichen benutzt wird. Oder
als Abgrenzung zu den anderen. Ich nehme an, der Begriff hat sich im Laufe des Jahrhunderts sehr verändert. Aber ich muss nicht recht haben. Nur kurz, du hast es schon angedeutet, ganz am Anfang, und dann noch wieder, dass es einen Unterschied zwischen Diaspora und Exil gibt. Diaspora wurde irgendwann relativ also modern, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, eingeführt als historiografischer Begriff, um jüdische Kultur von außen zu beschreiben. Also Dubnow zum Beispiel war ein wichtiger Historiker von Judentum als Diaspora. Aber das Wort Diaspora selber hat vielleicht mehrere verschiedene mögliche Übersetzungen auf Hebräisch, Besurat, Tfutza. Aber das ist nicht ich würde sagen, das ist nicht vielleicht Akiva kann was sagen, aber ich denke, es ist nicht die zentrale Kategorie in innerjüdischer rabbinischer Literatur, Diaspora, sondern eher Galut. Als Verneinung der Heimat. Und Galut ist nicht Diaspora, es ist Exil. Und das ist eine ganz klare Bedeutung von Verlust von, es bezieht sich auf Heimat. Es gibt dort einen Schmerz. Das ist bei Agnon auch zu sehen. Es gibt immer diese Verbindung. Und auch bei Shloshit HaShvuot, die 3 Schwüre, in Ketubot, also in einem talmudischen Traktat, die kommen immer neben andere Beschreibungen von sehr ähnlich. Also in Ketubot gibt es eben diesen Moment von diese 3 oder 6 Schwüre und danach gibt es lange Beschreibungen von wie magisch und unglaublich Eretz Israel ist. Also dieser Begriff Galut lebt von einer bestimmten Suspendierung, Verschiebung von dieser Liebe, von diesem Moment von in Israel zu sein. Es gibt diese Spannung und das ist konstitutiv. Und Diaspora ist es nicht unbedingt der Fall. Also ein großer Denker von Diaspora heute, von jüdischer Diaspora heute, Daniel Boyarin, der tatsächlich Talmud als Diaspora, ein Buch Talmud als Diaspora geschrieben hat Heinrich Heines Wort über Bibel als mobile Heimat, portabel. Den Juden hat es auf Talmud übertragen. Und sein Punkt ist ganz genau, dass Diaspora nicht Exil ist, weil Diaspora für Boyarin ist eben, es gibt keinen Schmerz. Juden fühlen sich wohl genau, sie können sich wohl in Berkeley leben, ohne Schmerz zu fühlen, dass sie nicht dazu gehören, sondern ganz im Gegenteil. Sie fühlen sich dort gut und sie sind auch verbunden mit anderen Juden überall in der Welt in verschiedenen Synagogen. Aber für Boyarin eben, es gibt eben nicht, also seine Behauptung ist, dass auch in der Talmud gibt es nicht, also er liest auch das Wort Galut eben nicht als etwas, das unbedingt ein Verlust von Heimat ist. Ich stimme ihm nicht zu, aber das ist auf jeden Fall seine Interpretation. Und dann eben, Diaspora ist eben nicht Exil. Leider aus Zeitgründen. Ich würde gerne noch vielleicht eine kurze Bemerkung, Adam, und dann den Abschied einläuten. Ja, Erev Tov, eine Frage an dich, Elad, dazu, was du am Anfang über Haifa gesehen hast. Du hast gesagt, das ist vielleicht Heimat auch obwohl oder vielleicht weil alles, was nicht mehr da, was ich erlebt habe, ist ja schon verschwunden. Und das klingt mir so nach Nostalgie nach. Und ich frage mich, inwiefern ist Nostalgie immer ein Teil vom Begriff, steckt im Begriff von Heimat? Und vielleicht eine Nostalgie, die seltsamerweise im Judentum auch zukunftsorientiert ist. Ja. Du hast 1 Minute leider, das zu beantworten. Also ich würde ja sagen. Ich denke, Adam hat völlig recht. Ich denke, es gibt diese Schmerz nach Heimat, ja, Nostalgie ist das, diese schmerzhaft. Das ist genau, was ich gesagt habe.
Und im Fall von Judentum auch eine Nostalgie nach einer Utopie. Ja, also ich denke Zusammenfassen. auf jeden Fall, diese Struktur von Erinnerung oder diese Zurück ist immer eine Frage von, hält immer diese Versprechen, dass irgendwann kann das wiederkommen. Also diese Rückkehr ist immer auch damit verbunden. Deswegen es gibt diese Erinnerung hat immer einen Vektor nach vorne. Wie du sagst, Utopie ist kann irgendwann. Deswegen habe ich gesagt, diese Kafir, es ist nicht nur ein Trauma, es ist auch ein Traum. Ja, es ist ein bestimmter. Womit wir wieder in Deutschland wären. Also Nostalgie ist, ich denke, wortwörtlich Sehnsucht nach zu Hause, tatsächlich nach Heimat. Sehnsucht ist nach vorne und Nostalgie ist nach hinten. Ja, aber Sehnsucht nach etwas, wo man irgendwie eine Ahnung hat. Ja. Das heißt, man kennt schon von. Ja. Sehr schön, dass die Echevote jetzt quasi uns einen Vorgeschmack gibt für kommende Diskussionen. Leider an dieser Stelle setzen wir einen Punkt. Vielen Dank, Adam, für deine Bemerkung, für deine Frage. Danke an euch für die schöne Diskussion. Vielen Dank an das Publikum, danke auch an das Team vom Jüdischen Museum Berlin, natürlich an Sinja Rosbach und Gesa Struve und an die Technik, die das ganze Hokuspokus hier ermöglicht hat. Das ist der Wahnsinn. Und natürlich, bevor wir uns verabschieden, möchte ich Sie alle herzlich einladen. Am 2. März findet das Künstlergespräch quasi als letzte Veranstaltung des Begleitprogramms auf Englisch statt, natürlich mit Frederik Brenner und hoffentlich dann wieder mit Daniel Schönpflug als Moderator. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich nochmal und wünsche Ihnen einen schönen und gesunden natürlich Abend. Auf Wiedersehen.